Schönen guten Tag. Nach langer Pause hier nochmal Ihr Dr. Siever, Frauenarzt in Lüdenscheid. Heute auf Wunsch werden wir denn über die sogenannte Eileiterschwangerschaft sprechen. Ganz genauer gesagt sprechen wir generell über Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter, da wo es sich eigentlich gehört. Um das denn zu veranschaulichen, werden wir den anhand Bilder das denn erklären. Eine Schwangerschaft ist in der Regel so, dass es denn in der Gebärmutter stattfindet. Ich habe dann ein Bild vorbereitet, auf dem man jetzt eine Gebärmutter sieht. Das ist die Scheide und da ist der Muttermund, die Gebärmutter selbst, Eierstöcke, Eileiter. Und hier auf der rechten Seite habe ich dann eine sogenannte normale Schwangerschaft. In der Regel wird dann am Eierstock, werden dann die Eier produziert, die wandern von dem Eierstock über die Tube oder Eileiter und werden dann von entgegenkommenden Spermien empfangen, sodass es ungefähr hier zu einer Schwangerschaft kommt. Nachdem es eine Schwangerschaft zustande gekommen ist, wandert denn dieses befruchtete Ei in dem Eileiter etwa so und nistet denn hier ein in der Gebärmutter. Die Gebärmutter ist extra dafür ausgelegt, mit viel guter Muskulatur und die Möglichkeit, sich denn auch zu vergrößern und zu erweitern. Häufig ist so, wenn es denn zu einer Eileiterschwangerschaft kommt, dass wegen unterschiedlicher Risiken die Schwangerschaft doch hier stecken bleibt in der Tube oder da stecken bleibt in der Tube. Dann nennt sich das eine Eileiterschwangerschaft. Auch eine Schwangerschaft, das am Eierstock oder am Muttermund, am Cervix oder im Bauchraum sich stattfindet, nennt sich eine sogenannte extrauterine Schwangerschaft. Hier habe ich anhand eines anderen Bildes gezeigt, wo es überall denn zu einer Schwangerschaft kommen kann. Es sollte in der Gebärmutter stattfinden, kann aber da am Eierstock, im Unterleibbereich, an der Tuben, im Bauchbereich irgendwo, gar sogar nahe der Leber eine Schwangerschaft sich einnisten. Warum ist das denn wichtig? Es ist insofern wichtig, dass so eine Eileiterschwangerschaft oder eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter sehr risikoreich sind, vor allem für die Mama, für die werdende Mama besser gesagt. Viele Leute werden schwanger und merken nichts davon und bis es denn jetzt Schwangerschaftstestungen gibt und Ultraschalluntersuchungen, haben viele Leute nicht gewusst, dass sie schwanger waren, bis es denn sehr weit war. Bei Eileiterschwangerschaft ist es so, es wird meistens zwischen den 6. und 12. Schwangerschaftswoche festgestellt. Kann es sein, dass außer dass Schwangerschaftstest positiv ist, außer dass Übelkeit und Erbrechen da ist, dass man dann starke Unterbauchschmerzen hat. Man kann Blutung haben, leichte Blutung, stärkere Blutung. Man könnte aber auch vor allem sehr starke Schmerzen im Unterleibbereich haben oder Schmerzen, die auch bis hin zu den Schultern strahlen, wegen Reizung im Unterbauchbereich. Im schlimmsten Fall bei einer Eileiterschwangerschaft, das nicht rechtzeitig festgestellt wird, ist, dass es denn zu einem Schocksymptomatik kommt, mit Kreislaufproblemen, mit massiver Blutung im Unterleib. Die Frau muss nicht unbedingt durch die Scheide oder aus der Scheide bluten. Aber es kann, wenn, wie ich hier gezeigt habe, wenn die Schwangerschaft hier drin ist, es wächst und wächst, die Tube hat denn nicht ausreichend Platz und ausreichend Muskulatur. Es wächst und wächst, 6., 7. Woche und dann kommt es denn, dass es denn hier platzt. Und weil das denn sehr gut durchblutet ist, kommt denn massive Blutung im Bauchraum. Und mit diesen Kreislaufproblemen, mit Blutdruck, das runtergeht und mit schnellem Puls und zu Schockzustand, Entschuldigung. Wenn das denn hier platzt, dann ist es schon ein akuter Notfall, eine sehr, sehr bedrohliche Notfallsituation, wo man agieren muss, auf jeden Fall. So, was sollte eine Frau wissen? Es ist denn immer wichtig, dass wenn man denn eine Schwangerschaftstest positiv hat oder wenn ein Frauenarzt denn eine Schwangerschaft denn festgestellt hat, dass man auf diese Symptome achtet, ohne dabei Angst zu haben. Es ist sehr wichtig,
Es ist seltener, aber man sollte darauf achten, ohne panisch zu werden, ohne dass man sich denn seine Gedanken nur drumherum dreht. Weil das kann auch von anderen Krankheitsbild herrühren. Es kann auch sein, dass es eine unauffällige Schwangerschaft ist mit sogenannter Einnistungsblutung. Die Blutung, die denn gibt, wenn diese befruchtete Ei sich denn in der Gebärmutter einnistet. Es kann auch eine Blutung geben, was denn mit einer anfänglich gestörten Schwangerschaft ist. Oder eine Blutung, wenn man denn eine sogenannte Fehlgeburt gehabt hat. Das sind so Gründe für Blutung häufiger. Unterbauchschmerzen. Es kann sein, dass man schwanger ist und hat eine Zyste. Diese Zyste könnte dann auch Unterbauchschmerzen machen. Oder wenn die Zyste platzt, könnte es auch Unterbauchschmerzen machen. Und so weiter und so fort. Je nachdem, welche Geschichte denn, Krankengeschichte eine Frau hat, kann denn die Frau denn zu einer Eileiterschwangerschaft neigen oder eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter. Wichtigster Risikofaktor ist, dass eine Frau, die denn häufig Entzündungen im Unterleib hatten, an den Eierstocken oder auch an den Tuben, vor allem Infektionen sowie Chlamydieninfektionen, die nicht unbedingt dann Probleme machen, Beschwerden machen, aber wenn sie da über längere Zeit sind, können sie dann zu Verwachsungen, zu Verklebungen in den Eierstocken, in den Eierleiter führen und auch entsprechend, wenn man dann schwanger wird, zu trägeren Bewegungen in diesen Organen von den befruchteten Ei und so zu einer Eileiterschwangerschaft führen. Es ist auch wichtig zu wissen, dass nicht alle Zysten, die eine Frau hat, operiert werden, weil Operationen, die man denn an den Eierstöcke oder Eileiter führen, die können dann auch zu Verklebungen und Verwachsungen führen und diese Operationen an Eierstöcken, an der Gebärmutter sind auch Risikofaktoren für eine Eileiterschwangerschaft in Zukunft. Auch Leute, die schon mal eine Eileiterschwangerschaft hatten, könnten nochmal eine Eileiterschwangerschaft bekommen. Warum ist das wichtig? Weil man den entsprechend manipuliert hat an den Eierstöcken, an den Eileiter. Auch Menschen, die den bestimmte Pille, diese sogenannte einseitige Progesteron- oder Gestagenpille, durch Trägheit, die von den Medikamenten kommt, könnte es auch leichter zur Eileiterschwangerschaft kommen. Menschen, die den sogenannte EUGs, Spirale, Kupferkette, Kupferball, generell, die denn irgendwelche Applikationen in der Gebärmutter zur Verhütung haben, die haben auch eine Neigung zur Eileiterschwangerschaft. Jetzt sollte man nicht panisch werden. Es ist erhöht, aber es ist jetzt nicht so, dass man denn zwangsläufig eine Eileiterschwangerschaft bekommt wegen dieser Sache. Es ist sehr, sehr selten, aber das Risiko ist erhöht. Auch Menschen, die denn rauchen, Rauchen macht bei Männern trägere Spermien. Rauchen machen aber auch, dass denn die Motilität oder die Beweglichkeit von den Härchen, die denn hier drin sind oder auch von der Tube, reduziert wird und so kann denn das befruchtete Ei nicht so leicht wieder da reingehen, wo es hingehört und sich dann einnisten. Ich habe hier zusammengeführt, welche Risikofaktoren da sind. Es gibt noch andere seltenere Risikofaktoren, die ich denn nicht genannt habe und nicht nennen werde. Medikamente von Leuten mit Kinderwunsch, die dann auch Kinderwunschmedikamente nehmen, die führen auch zu leicht erhöhtem Risiko für Eileiterschwangerschaft. Auch die Tatsache, dass man ein IVF oder ICSI macht, führt dann mit erhöhterem Risiko oder ist mit erhöhterem Risiko für Eileiterschwangerschaft behaftet. Was macht man, wenn man eine Eileiterschwangerschaft hat? Es ist immer abhängig davon, wann das festgestellt wird. Eine sehr frühe Eileiterschwangerschaft, so in der 6., 7. Woche, unabhängig von der Woche eigentlich, bevor es denn große Symptome macht, bevor es denn zum Platzen oder Ruptur der Eileiter gekommen ist, kann man theoretisch medikamentös behandeln, ohne dass eine Operation bedarf. Es gibt Medikamente, die man
die man denn verordnen kann und auch benutzen könnte und entsprechend dann die Schwangerschaft dann, und auch das Problem zu beheben. Wenn es aber zur Blutung kommt, zur Ruptur kommt, zu stärkeren Beschwerden kommt, wo es denn ein Notfall ist, dann ist es so, dass man den operativ rangehen muss. In diesem Fall muss man denn, oder der Arzt guckt, ob denn die Tube zu retten ist. Da kann man denn die Tube aufmachen und dann dieses Schwangerschaftsmaterial entfernen, alle sauber machen, spülen und so lassen. Aber manchmal ist es so, dass man denn die Tube dann entfernt oder wenn es denn in der Nähe von dieser sogenannten Ampulla ist, dann nimmt man das Ganze hier raus. Dann ist die Tube teilweise entfernt worden. Wie gesagt, man kann medikamentös das beheben, man kann das dann durch Schlitzung der Tube und herausnehmen der Schwangerschaftsmaterialien das dann beheben oder man kann denn oder muss denn einen Teil der Tube dann entfernen. Es ist dann wiederum wichtig, dass man, habe ich schon erwähnt, keine Panik dann schiebt, sondern dass man einfach sich bewusst bei einer Schwangerschaft und wo Beschwerden sind, dann sich bei dem Frauenarzt melden oder ins Krankenhaus, wenn Symptome da sind, dass man das abklärt. Wie wird das abgeklärt? In der Regel Schwangerschaftstests. Man muss erstmal schwanger sein, um eine Eileiterschwangerschaft oder sonstige nicht regelrechte Schwangerschaft zu haben. Schwangerschaftstest im Urin oder im Blut ist zielführend. Die gynäkologische Untersuchung durch den Gynäkologen samt Krankengeschichte ist wichtig und häufig ist Ultraschall wichtig. Manchmal musste man dann regelmäßig Blutuntersuchungen machen, um zu sehen, in welche Richtung diese Schwangerschaft sich entwickelt. Manchmal wird man dann regelmäßig Ultraschall machen müssen, nicht nur Blutuntersuchung. Aber der Arzt guckt, welche ist denn die beste Möglichkeit und welche ist denn die beste Methode für diese bestimmte Patientin. Ich hoffe, dass ich dann ein bisschen Einblick denn in das Krankheitsbild Eileiterschwangerschaft, extrauterine Gravidität, so nennt sich das, denn gebracht habe. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, jederzeit. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video.